Und jetzt haben wir die Zeit ganz gut genutzt. Jetzt haben wir, glaube ich, die Zeit genau richtig genutzt. Genau, und jetzt müsste nämlich Return to Monkey Island fertig geladen sein. Wir gucken mal. Gleich drücke ich und dann spielen wir Return to Monkey Island. Endlich. Nach langem Warten. Ich habe sogar den Horse Armor Vorbesteller Bonus bekommen. Da freue ich mich auch sehr. Der ist komplett nutzlos, aber er sieht schön aus. Wir spielen. Okay. Wir werden uns jetzt kein Sammelalbum angucken, weil wir haben leider, ich habe nur eine Stunde Zeit, ich muss noch ein Paket abholen und die machen zu und das schaffe ich sonst nicht und dann muss ich ja noch nach Hamburg. Ich kann nur sagen, das Sammelalbum lohnt sich, da sind nochmal alle Geschichten der letzten Teile zusammengefasst und was ich schön finde, alle Teile sind offizielle Lore. Also das ist alles der Kanon, der Geschichten, die ganzen Teile bis hin zu den Telltale Adventures sind Abenteuer, die Guybrush erlebt hat und nichts davon, siehe Monkey Island 3. Viele Diskussionen werden hier einfach beendet, weil sie sind offizielle Geschichte. Wie das Ganze aber zusammengehört, das werde ich euch jetzt natürlich nicht sagen, das werden wir gleich erleben. Oh, ist das noch gar nicht? Darf man das noch gar nicht machen heute, bevor ich das jetzt anfange und Ärger kriege? Guybrush, come over here, gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Ich mach Untertitel und Text gleich an, keine Sorge. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Das ist lustig. Ich wollte bei Twitch gerade das Tag Affen eingeben und das wäre als Beleidigung gewertet worden. Sorry, boys. Affen ist eine Beleidigung. Following us. It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Ich will, genau, in die Optionen und einmal nochmal für euch den Text einblenden. Das ist doch ein bisschen besser, wenn man die Dialoge auf Deutsch, Text und Sprache. Hier, wo ist das denn? Sehr interessant finde ich übrigens den Writer's Cut. Mehr Geschwafel, schlechteres Erzähltempo. Nur Text und Dialoge. Warum wird das nicht angezeigt? Untertitel, Oberfläche auch nicht. Seht ihr irgendwo? Das Textdialoge. Text finde ich mit. Soundeffekte, Untertitel brauchen wir nicht. Was bisher geschah. Also das ist ganz komisch. Da war jetzt gerade kein Text, oder? Habt ihr was gesehen? Jetzt geht's. Macht das Spiel auch schon leiser. Aber wir wollen natürlich unbedingt auch die englische Sprachausgabe mitbekommen. Ja, das ist es also. Return to Monkey Island. Und es beginnt mit dem Ende von Monkey Island 2, wo Guybrush und Chuck sich herausstellen als Kinder auf einem Jahrmarkt. Hier ist die Tür, wo sie rauskamen. Da findet das Finale von Monkey Island 2 statt. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. I'm hungry. Alles, was dich interessiert, sind Scurvy Dogs, mein Freund. Du hast einen Scurvy Dog Fetisch. Exhibit removed. Aww. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Ich weiß nicht, ob das wirklich Käse ist. Aber ich mag jetzt die Optik schon. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Mittlerweile muss ich sagen,
Ich habe mich sehr dran gewöhnt und ich mag vor allen Dingen die Umgebung. Ich bin mir bei den Gesichtern noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich was ist für mich, aber it grows on me. Es gefällt mir mittlerweile, weil es bietet dann ja auch solche Optiken. Ich meine, der hier sieht auch irgendwie geil aus, auch wenn der bisschen arzi-fazi aussieht hier mit diesen extra Backen und so, erkennt man aber schon, wie der halt aussehen soll, ne? Hier so die Haare so über die Glatze gelegt, alles ein bisschen schmierig. Hier die Fliegen, die wohnen hier. Das ist, ja, wer war zuerst hier, die Fliegen oder der Typ? Okay, wir gucken mit ihm. Wir quatschen mit ihm, meine ich natürlich. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Hat jemand von euch schon mal Cult of the Lamb gespielt und kann mir sagen, ob es sich lohnt? Es lohnt sich. Kauf es sofort. Kauf es einfach unbedingt jetzt. Kauf es zweimal. Verschenke es. Kauf es. Cult of the Lamb ist eines der besten Spiele. You kids better have money. Yeah. We've got all kinds of money. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me one. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Dann halt I nicht. guess, never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. They put it on a leg to keep you from walking off with it. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Das ist natürlich das Tutorial und ich mag vor allen Dingen, Good thing I've got the key in my pocket. wie das hier Did you know gelöst you wurde can von keep der the scurvy dog warm by Steuerung. Good. You unlocked it. Weil es wirklich einfach nur Linksklick und Rechtsklick ist und ich liebe es, dass hier extra nochmal Texte kommen. Ganz im Ernst, das ist eine Sache, wenn da jetzt einfach nur Toilette steht, ist das auch okay, ist zweckdienlich. Aber sowas hier, Nachmünzen in der Toilette suchen, da ergeben sich später auch noch ein paar Gags auf dieser Ebene. Du hast einfach einen ganzen Satz. Das macht mehr Bock, habe ich gemerkt, so einen ganzen Satz zu bekommen, als nur ein Zeichen. Muss ich ehrlich sagen, ist mir aufgefallen. It isn't a Und piece ich mag of die eight, Close-Ups, die but überall it's verteilt sind, a auch. round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. A fake coin is almost as good as a real coin. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Ugh. Also die Close-Ups gefallen mir total gut. Die werden halt auch echt immer wieder gut benutzt, finde ich. Ich habe ja die Münze schon, die Fake-Münze, deswegen brauchen wir hier nicht weiter rumsuchen. Und natürlich, das Rätsel ist einfach. Es wird ja auch schon die ganze Zeit angedeutet hier. Sich wieder über seine Brille lustig machen, der kann nicht so gut sehen. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. I don't see very well, but I can hear just fine. Ja, das Spiel bleibt übrigens auf Englisch. Ich muss aber echt sagen, ich finde es genau In France, richtig they so, call weil a die... scurvy dog a chien scorbut. Skorbut. What can we get with this? Ich finde das gut so. Ich mag die englische Sprachausgabe. Ich habe wirklich Tastes like a piece of 8. auch überhaupt kein Problem mit deutschen Untertiteln dazu. If you want. Aber es ist schon liebevoll gemacht. Komm, ein bisschen Englisch lernen schadet keinem. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. This is the perfect food. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Tja, was kann man denn überhaupt noch machen? Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors.
Na gut, dann gehen wir hier einfach weiter. That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Das dauert jetzt eine Did ganze you know Weile. that anchors originally weren't Aber ich designed to mag's. hold ships in Ich place? mag's. They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then, people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep Das them hört from einfach nicht floating auf. was to attach another Ist gut, anchor. Lisa. And so they gave up and went back Hermine, to the old halt die way. Klappe. The word anchor comes from the Sanskrit word Nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. Okay. Ja, also hier wird jetzt auch gezeigt, genau, hier kann man sich die Texte nochmal durchlesen. Finde ich auch eine schöne Geschichte. Ist gut gemacht. Also sie erklären einem hier in dieser Tutorial-Oberfläche sehr, sehr einfach die ganzen Steuermechanismen und es ist Hey, wirklich Chucky, wanna race? sehr, sehr leicht You're on. und super eingängig. Alles richtig gemacht. 2, 1, go! Chucky wins! Ja. Ich habe diesmal zu spät gerannt. Zweimal klicken ist Rennen. Das ist so mehr oder weniger der Part, der einem hier beigebracht wird. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Ha! I win! I can stand on my head without using my hands. Excuse me, Yes? could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Hey! Hands off! Excuse me, Yes? will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Excuse me, Yes? could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. I wonder where this path goes. Das sehe ich jetzt erst, dass einer für immer hier im Spinnennetz gefangen ist, des Kinderspielplatzes. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. You should put that on your scurvy dog. I want to say 2 scurvy dogs at the same time. Hä? Moment. Ein Bissen. Ah. Ich mag diese Close-Ups, aber sie sind halt echt so Ren und Stimpy-mäßig manchmal. So ein bisschen eklig auch, aber das ist irgendwie auch geil. Weil hier in dieser Welt ist halt alles auch ein bisschen eklig, ne? Der Grog ätzt sich... Whoops. Der Grog ätzt sich durch den Kelch. Und ja, I haven't
an Der extra Ketchup tooth hat in the back. den Schimmel. I can feel it with my tongue. Und ich mag es auch, dass er die ganze Zeit irgendwelche dummen Sprüche abgibt. Ich mag das sehr. I want to feed the dog. Ja, geht doch nicht. Das ist doch kein Brot. Wir müssen irgendwie... Müssen wir die Leute ablenken, dass wir das Brot bekommen. Let's be frank. You can never hope to beat me. No way. You'll never catch up to my level. I win. I win. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Das haben wir auch abgehakt. Wir haben ja auch eine kleine Liste, ne? Kleine To-Do-Liste hier. Kann man mal gucken, die Ente füttern, Kleeblatt finden und sich was am Brunnen wünschen. Aber das hier, was wohl in dem I Korb ist, wonder what's in genau. that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days. They have no regard for personal property. Gotta run. How rude. So, das hätten wir jetzt also auch. Jetzt können wir die Ente füttern. Macht ja sonst keiner. Die teasen die Ente nur, indem sie ihr das Brot da vorne hinlegen und dann darf sie nicht ran. Oh, hier ist ein 4-blättriges Kleeblatt. Zack. I found a 4-leaf clover. Awesome. There was still one left? Darn. Ja, die ersten Leute habe ich schon mit dem Look überzeugt. Man gewöhnt sich wirklich sehr schnell dran. Und es hat seinen eigenen Charme. Und ich bin mal gespannt, wie es insgesamt ankommt vom Look her. Ob es viele Freunde der Klassiker gibt, die sagen, ich kann damit nicht. Oder ob es halt auch viele neue Leute gibt, die sagen, das sieht aber mal aus wie etwas, was ich gerne spielen würde. I wish we could speak backwards. Or what is... Yes, you know. Yes. Well, yeah, was it? Yes, That was fun. Oh, man. It wore off. Too bad. You made more sense than usual. Aber ich kann mir das ja jetzt auch nochmal angucken, oder? Hier. Was hast du gesagt? Hat es funktioniert? Okay, das ist ja lustig. Ukikai ist Tai ein Todai. Also, nee, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. So, Leute, jetzt haben wir den Prolog gleich hinter uns, denn hier ist natürlich der echte Guybrush. Ach, schön. Ich mag das. Hat was sehr Hello, Mr. Idyllisches. Threepwood. Hey kids, having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh boy, that takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. Also die haben sich A lot of quasi your stories don't feel like Monkey they're Island finished 2 at the end. ausgedacht. What do you mean? Auf der Well, Basis seiner there's this Geschichten. one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, Keiner will die stick Geschichten around. hören. Aber die This sind doch is a so good gut. one. Millionen Leute See, wollen nichts there anderes was a als noch rumor eine going weitere around Monkey that my Island old Geschichte. nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Und hiermit beginnt es. Die Rückkehr zu Monkey Island, angefangen natürlich bei Melee Island. Und wie ihr seht, da ist schon ein bisschen was anders. Auf den ersten Blick sieht es gleich aus, aber also es ist kein Backtracking. Da hat sich schon einiges getan.
Ah, ich freue mich. Ich finde es schön. Ihr braucht euch wirklich keine Sorgen machen. Es ist ein wundervolles Spiel. Ich habe ja mit Ede für Rocket Beans schon die ersten 2-3 Stunden eingespielt. Diese Woche spiele ich nochmal 6-7 Stunden mit ihm ein. Ich glaube, wir spielen es diese Woche sogar fertig. David Fox übrigens von Zach McCracken, einer meiner Lieblings-Lucasfilm-Entwickler. Ja, ich spiele es auch mit Eddie, genau, aber wir sind insgesamt schon viel weiter. Ich werde jetzt auch nur mal eine Stunde reinspielen, weil ich leider noch ein Paket abholen muss und die haben nur bis 7 auf. Ärgert mich auch ein bisschen, aber lässt sich leider nicht ändern. Man kriegt direkt Bock, oder? Da kriegt man doch direkt Bock. Bow. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Well, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. Weil jemand vorhin gesagt hat, dass es ihn zu groß ist. Ich muss mal gucken, ob man da die Größe einstellen kann. Darstellungsqualität, Steuerung, Sound, Grafik, Oberfläche vielleicht, Dialog in der Sprache, Textgröße, genau. Klein, klein. Dialogauswahl, Textgröße, klein. Na komm, machen wir mal. Gucken wir mal, wie das ist. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Meinte natürlich, sieht ein bisschen aus wie er hier. Das ist wirklich hier nostalgisches Dopamin. Re-elect Governor Carla. Wird She's hard on ausgeschüttet. softness. She's hard on Re-elect Governor softness. Carla. She's hard on softness. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back.
Oh, hier ist ein Buch. Kann ich das direkt einfach mitnehmen? It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Aha, im hinteren Teil der Scum-Bar ist die Küche. Kabing! Das sind neue. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting. Achtet mal auf die It's Musik. our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Ich hatte nicht gehört, dass es einen Führungswechsel I gab. hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Da sind jetzt 3 neue Gemeine-Piraten. Where are the 3 older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition. Who is it that you think you are exactly? I'm Guybrush Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. It's not exactly a raid. What else would we be interested in? I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. It's a mystery for the ages that must be solved. The only mystery here is who let you into this bar. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Would you at least consider advancing me some funds? It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Oh, vielen Dank, Matt Iverson. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Das ist schon ein sehr schöner Anfang. Man kommt direkt rein, man hat so eine Mischung aus Dingen, die man erinnert, Dingen, die man auch erwartet, wie eben diese Piratenanführer und generell Melee Island. Und dann sind halt Dinge auch anders, wie dass eben die Piratenanführer alle neu sind und offensichtlich nicht viel von den Prüfungen halten und auch dir kein Geld verstricken wollen, sondern auch, dass LeChuck hier The nach clipboard in your hand says you're the quartermaster. Piraten The sucht. crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated.
have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Aktuell noch nicht. How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree? Is that a definite requirement? Sorry. I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Okay. Oh, Never nee. mind. Falsche Antwort. Ich wollte ja eigentlich genau. I want to ask about that swabby job after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Andrew LeChuck, nephew. Oh, ballsy play, Andrew. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry, can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Ja, es war klar, dass das nicht so einfach wird, ne? Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Kraschina, auch vielen Dank. Generell danke an alle, die hier vielleicht in der letzten Zeit gefolgt sind. Ich habe nicht immer alle genannt. Tut mir leid, ist natürlich nicht böse gemeint. Lässt sich das Headbobbing in den Optionen ausschalten? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. I hope this isn't one of those party cruises. Welchen Brauschleier findet man in LeChucks Kabine? Ja, es kann ja nur von Elaine sein, oder? Correct. Ach, dieser LeChuck, ne? Ist immer noch hinter ihr her. Er müsste das doch langsam mal kapiert haben. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Sie kennen wir auf jeden Fall auch schon. Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of lines to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Ich muss mal eins sagen, ich finde schön, dass die beiden irgendwie eine etwas nettere Beziehung haben. Es war ja immer so ein bisschen passiv-aggressiv von ihr und er war immer so ein bisschen der Stan, der ihr irgendwie einfach nur hinterhergehechelt ist. Jetzt aber habe ich das Gefühl, das ist eine vollwertige Ehe, was auch in dem Sammelbuch nochmal alles genauer erklärt wird. You won't believe how I'm getting to Monkey Island. I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them, and take the ship. Oh dear. Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. I feel better just talking to you. Me too. I have to get going. Oh, so do I. Lots to do. Bye. Bye. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important.
but boring. I've never once made it all the way to the end. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Ja, und hier ist natürlich alles soweit erstmal anders, als man es kannte. Hier sitzen ja eigentlich die Piraten, die sind jetzt natürlich weg. Ist ja auch ein anderes Jahr. Überall ist Graffiti. Alles hier ist ganz offensichtlich richtig schlecht gelaufen. Hier ist Wally's Maps and More. They're having a half-off sale. Und hier ist Markt. International House of Mojo. International House of This place Mojo. hasn't changed in years. Der ist jetzt aber woanders. Der war eigentlich ja nicht da, aber gut. Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. What's cooking? The feast of knowledge. I don't suppose you sell mobs. Stimmt, ich brauche noch einen Mob. I cannot guide you on matters of mobs. Der Koch, okay. The true master is the cook at the scum bar. Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Karina. Nice. Somehow it was more exciting before I knew. That is true of many things. Ich finde es auch schön, wie sie so diese losen Fäden des zweiten Teils einfach wieder aufnehmen. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Whoa, back up. Dark magic, you said? I did. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Darker? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Okay, Leute, ich habe gerade die Info bekommen, dass es doch noch gar nicht offiziell ist, dass wir spielen dürfen. Ich dachte, mir wurde gesagt, soweit ich das verstanden habe, dass man bis 17 Uhr starten kann. Jetzt darf ich nicht. Jetzt wurde mir gerade netterweise gesagt, dass ich doch lieber hier an der Stelle erstmal speichern sollte. Ich mache jetzt Folgendes. Ich habe nämlich, wollte ja eigentlich jetzt spielen, Moment, wir machen mal hier. Wollte ja eigentlich jetzt spielen bis 18 Uhr. Und dann wollte ich ja eigentlich, und um 18 Uhr wird es übrigens freigeschaltet, auch für euch. Und dann
wollte ich eigentlich zur Post, weil ich da was abholen muss bis 19 Uhr. Und danach fahre ich nach Hamburg. Dann machen wir es anders. Dann fahre ich jetzt zur Post und dann komme ich später nochmal wieder. Und dann spielen wir, wenn es dann auch legal ist, spielen wir einfach nochmal eine Runde Monkey Island. Es ist fantastisch. Es ist ein wunderschönes Spiel. Ihr könnt es diese Woche euch auch komplett auf Rocket Beans angucken. Da sind zumindest die ersten Stunden sind da schon aufgenommen. Ich weiß auch nicht, wie wir das gemacht haben, ohne diesen Key zu haben. Jedenfalls wird das, glaube ich, ganz geil und es ist wirklich ein Spiel, was ihr euch meiner Ansicht nach sofort holen solltet. Ich auf jeden Fall habe in den ersten Stunden eine Menge Spaß gehabt. Es wird viel aufgeholt von dem, was man kennt und es wird vor allen Dingen schön weitergeführt. Und die Grafik stört einen überhaupt nicht mehr. Ich muss wirklich sagen, ich habe mich nicht nur daran gewöhnt, sondern ich mag sie auch sehr und sehe auch durchaus die Vorteile in der Animation, aber auch in den Close-Ups und der ganzen Interaktion. Ich werde jetzt, es ist kein Leak, MON. So schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht, aber die Volva dreht wohl ab, laut Fabian Döhler. Okay. Ja, mal gucken, ob ich dann noch morgen einen Account habe. Ich habe nur gemacht, was mir gesagt wurde. Ich habe extra gefragt vorher. Mehr kann ich da auch nicht sagen. Müsste 17 Uhr sein, steht hier. Naja, gut. Da haben wir irgendwas verrechnet. Ne? Da haben wir die Ami-Zeit mit unserer irgendwie falsch gerechnet. Ist nicht schlimm. Wir machen uns, wenn ich dann noch einen Account habe, sehen wir uns also in einer halben Stunde oder so wieder. Dann starte ich den Stream nochmal und spiele hier an dieser Stelle, wo ich gerade pausiert habe, weiter. Wenn ihr das als Video seht auf YouTube, dann ist das ja egal. Dann wird das jetzt einfach hinten dran geschnitten. Ich muss euch jetzt irgendwo hinschicken. Fabian Döhler ist leider im Moment nicht da. Gibt es denn sonst irgendjemanden, der irgendwas macht, wo ich euch hinschicken kann? Habt ihr einen Wunsch? Nachher werde ich euch natürlich dann einfach nochmal einfordern. Aber dann muss ich jetzt zur Post und werde dann gleich nochmal da sein für euch. Döhler hat leider keinen Stream. In einer halben Stunde bei monofficial_2. Also ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe zumindest gefragt, aber es kann halt immer mal passieren, dass man da irgendwie eine von diesen internationalen Zeiten falsch umrechnet. Ne? Ich glaube, das ist hier in dem Fall passiert. Ist ja nicht schlimm. Spielt jetzt Wo Long? Ich wundere mich. Ich dachte, das wäre auch mittlerweile gar nicht mehr verfügbar. Ich dachte, das wäre ab 9 Uhr heute Morgen schon raus. Ist aber nicht schlimm. Da seht ihr noch mal jemanden, der es wirklich kann. Wo Long Fallen Dynasty, jetzt hier mit Pixelwirt. Schaut dabei zu, es ist ein toller Titel und ich hole euch dann später noch mal ab. Dann spielen wir hier noch mal eine Stunde oder ein bisschen länger weiter in Return of Monkey Island. Ein Spiel, was sahnemäßig geil ist. Jetzt viel Spaß, bis dann. Oh. Und das Geile ist, ich war schon direkt so. Okay, gerade noch Nachrichten beantwortet. Also, wir sehen es gleich weiter. Ich hoffe, hier kommt jetzt gleich noch der Rest. Bis dann, Leute. Tschüss. 6,5 Stunden später. Schnitten an meine Sequenz, wo ich abgehauen bin, um ein Paket zu holen. Und Alter, was ich ein Horror hinter mir habe. Ich kann es euch gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man da so drüber reden darf. Das ist der schlimmste Paketshop, den ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Das ist ein Chaos da drin. Du kommst da hin und jedes Mal ist es dasselbe. Ich muss mich jetzt kurz erstmal aufregen. Könnt ihr ja vorspulen. Jedes Mal ist es dasselbe. Du gehst da hin, da sind schon 2, 3 andere Kunden und dieser Shopbesitzer ist einer der absolut größten Arschlöcher, die ich je kennengelernt habe. Ein derart unsympathischer Kotzbrocken. Das habe ich noch nicht erlebt. Der kackt immer alle an. Erstmal haben die keine digitale Nachverfolgung. Die ganzen Pakete liegen einfach nur nach Straßen geordnet, was schon mal mega dumm ist. Einfach überall in welchen Ecken. Niemand kann irgendwie checken, wo was ist. Und dann stehst du da immer, wartest. Ich habe schon 10 Minuten gewartet, bis ich überhaupt dran war. Und dann sieht er schon, er streitet sich schon mit den Kunden vor dir. Mit jedem einzelnen Kunden vor dir hat er sich schon gestritten. Und dann dauert es ewig, bis sie ihren Kram kriegen. Immer sind die Kunden schuld, obwohl die nichts machen. Die stehen am Eingang, das Ding ist ein einziger Schlauch aus Paketen, stehen am Eingang und wollen eigentlich nur ihre Pakete abholen. Und der Typ macht bei jedem ein Riesendrama draus. Was? Welche Straße nochmal? Nee, da ist nichts. Da müssen Sie in der Zentrale anrufen. Welche Straße war es nochmal? Nee, da habe ich nichts. Und dann so ging das 5, 6 Mal. Seine Frau war irgendwann auch völlig verzweifelt. Ich glaube, sie hat auch nicht so gut gehört oder so. Aber auf jeden Fall bist du so da und denkst du, ich will mein Paket abholen. Und du siehst schon, wie so Kunde für Kunde auch die Laune von dem Verkäufer auch immer schlechter wird. Und ich bin da jetzt schon 3-mal gewesen und er hat jedes einzelne Mal sind folgende Dinge passiert. Er hat mich und andere Kunden Arschloch genannt. Er hat mit Gewalt gedroht, kam nach vorne, will sich dann prügeln. Einmal mit einem Kunden vor mir, einmal mit mir. Heute. Und dabei willst du doch nur dein fucking Paket abholen.
Ich stehe nur so da und frage sie, ja, welche Straße? Ne. Sagst die Straße? Dann suchen sie 5 Minuten. Ja, wir können es nicht finden. Dann irgendwas. Währenddessen ist er schon hinten sauer, weil er merkt, sein System funktioniert nicht. Hat hinten schon irgendwie Agro-Tunes und murmelt schon immer vor sich hin. Jedes Mal, wenn ich da hinkomme, höre ich ihn hinten fluchen und denkst so, Alter, dann mach doch was anderes mit deiner Zeit. Das ist doch nicht mein Problem, wenn dir dein Job nicht gefällt. So. Ich meine, du eigentlich machst du ja was anderes. Du machst ja eigentlich Schuhreparatur. Also warum machst du dann einen Paketladen, wo du digital nichts nachverfolgen kannst? Hallo Leute, die gerade reinkommen. Ich muss mich gerade kurz mal abranten. Und dann ist dann dieser Paketdude in seinem Paketschlauch, in seinem, wie so ein Drache, sitzt er da auf seinem Schatz, auf seinen Paketen und sagt mir halt jedes Mal dasselbe. Ja, das Paket ist nicht da. Ja, nee, wir finden es hier nicht. Ja, das hat dann die Zentrale. Ja, warum haben sie es denn nicht angenommen? Das ist immer das Geilste, wenn du das von jemandem hörst. Ja, weiß ich nicht, weil der Typ es nicht abgegeben hat. So. Zweimal war er angeblich da, um das Paket abzugeben, natürlich am Ende. Ne, habe ich nicht mal einen Zettel bekommen. Ne? Ich muss das Original manuell nachverfolgen mit der Paketnummer, um zu raffen, dass das Ding da ist. Und dann bin ich dahin und dann, ey, wirklich, ich habe das noch nicht erlebt, Leute. Ich war heute einfach in diesem Paketladen für 20 Minuten. Die haben 15 Minuten davon gesucht und ich musste mich währenddessen, obwohl ich nichts gemacht habe. Wirklich. Ich wollte nur mein Paket, ich habe da gewartet. Ich meinte, naja, können Sie es denn nicht digital? Ja, ich kann Ihnen hier, mein Name, gerne, ich sage Ihnen nochmal hier, das ist zum 100. Mal meine Straße. Und dann musste ich mir anhören, dass ich ein Arschloch bin. Hurensohn. Und dann kam der nach vorne, als ich meinte, hier, Sie können so nicht mit mir reden. Was denken Sie denn, wer Sie sind? So, ich bin hier ein fucking Kunde, Sie können nicht mit mir so reden. Kam der nach vorne, wollte mir aufs Maul hauen. Kam der Typ nach vorne, so ein kleiner, dicklicher, Glatzi, untersetzt, Mitte 60, wollte sich da mit mir prügeln. In seinem fucking Paketeshop. Und du denkst nur so, Alter, das kann nicht sein. Was bist du, der Paketpapst? Was ist denn in deinem Leben falsch gelaufen, dass du dich so in dieser Situation dazu genötigt fühlst, dich mit jemandem in einem eigenen Paketshop zu prügeln, weil der nur das will, was du anbietest, so. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, Kaffee verkaufen würdest, was, Kaffee? Du Schwein, komm her, du Sau. Und denkst du, und das ist wirklich so, ist kein Shit. Der wollte sich wirklich gerade mit mir prügeln und ich wollte nur mein Paket abholen. Und das Geile ist, dieser Typ, das ist wirklich, ich habe auch schon jetzt mit allen geredet, dass die bitte nichts mehr mit GLS schicken, weil GLS geht immer zu dem, GLS kriege ich nie eine Bestätigung, GLS geht immer direkt zu diesem Paketshop und jedes Mal, wenn ich da bin, kriege ich wirklich das mit. Jedes Mal wird irgendwer beleidigt, mit Gewalt gedroht und am Ende gesagt, der ist nicht da, das Paket ist nicht da und das Geilste war, dann haben die hier in dieser Ecke Pakete für meine Adresse und dann finden sie es nach 20 Minuten ganz hinten, links unten. Und dann haben sie, wirklich, die haben nicht mal gefragt. Das Erste, was er sagte, war, Sie haben mir die falsche Adresse genannt. Mensch, was? Ich sag Ihnen doch schon die ganze Zeit mal, ich habe sie Ihnen doch schon 4 oder 5 Mal genannt, so. Ihre Frau auch, so. Nee, Sie haben nee gesagt. Und das ist nämlich die hier. Und die Nummer, die er genannt hat, ist 4 oder 5 Hausnummern weiter als meine echte Adresse. Das heißt, die für die Adresse packt er hier hin. Aber 2 Hausnummern weiter packt er dann ganz hinten, links unten in die Ecke. Das ergibt 0 Sinn. Und manche, nee, ich habe Ihnen ganz sicher die richtige Adresse gesagt. Ich habe Ihnen auch hier nochmal meinen Pass. Können Sie gerne auch nochmal gucken. Steckt auch alles drin. Ey, und da war der so sauer, der wollte mich rausschmeißen. Aus seinem fucking Laden. Ich denke mir so, ey, das ist so lustig, weil jedes Mal, wenn ich hier bin, kriege ich das mit. Jedes Mal, wenn ich hier bin, machst du hier einen Riesenterror mit den Leuten. Scheißt alle an, beleidigst sie auf die übelste Art. Auch die ganzen Bewertungen spiegeln das alle wieder. Also wirklich, das sind 3, 4 Gönnerbewertungen von Freunden oder Familie und der Rest ist komplett 1 Stern. Dieser Typ ist unfreundlich, da möchte ich nie wieder hin. Ich fühle mich da nicht sicher. Also wirklich ein unfassbarer Dude, ey. Unfassbarer Dude. Alter, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Da bin ich jetzt 1 Stunde Zeit, habe ich jetzt gerade. Alter. Und da waren auch noch alle sauer auf mich. Alle waren sauer auf mich wegen Monkey Island, weil ich das gespielt habe. Jetzt muss ich dazu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe es 1 Stunde früher gespielt, als es erlaubt war. Und dann ist natürlich die Volva völlig ausgerastet und hat sich zu Recht aufgeregt und hat nachgefragt, wie kommt es, dass dieser Dude, dieser weiße Dude, deutsche weiße Dude, irgendein Key hat. Und stellt sich raus, die haben ihn eingeschickt. Die haben ihn mir geschickt. Ich habe damit nichts zu tun. Aber wir haben das ein bisschen falsch gerechnet. Ich habe zwar nachgefragt, darf ich das denn spielen, aber wir haben uns das so zusammengerechnet und ich war dann halt 1 Stunde zu früh dran. Tut mir natürlich leid, die Volva, tut mir leid.
Ist nicht böse gemeint, war halt letztendlich einfach ein Fehler. Und auch Instinct möchte ich da in Schutz nehmen, weil die haben mir einfach nur einen Key besorgt, den ich via E-Mail geschickt bekommen hatte. Mehr haben sie auch nicht damit zu tun. Also es tut mir leid. In diesem Sinne, da waren gleich gerade alle panisch. Alle panisch. Alle sind sie sauer. Teilweise zu Recht. Teilweise weiß ich nicht warum. Rocket Beans ist sauer, weil wir jetzt schon Monkey Island machen. Aber ich spiele es doch nur eine Stunde an. Ich spiele es doch nur mit euch eine kurze Stunde an, damit wir über das erste Tutorial-Kapitel hinweg sind. Und dann, sage ich ja schon die ganze Zeit, könnt ihr euch gerne das komplette Adventure mit dem Eddie und mir auf Rocket Beans angucken. Da haben wir ja schon einiges aufgenommen und da wird diese Woche noch zu Ende gespielt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sich da noch entwickelt. Jetzt gerade spielt aber jeder Monkey Island. Jetzt müsste ich safe sein. So. Jetzt hoffe ich, dass keiner mehr böse ist, außer diesem Paketladen, Alter. Das ist so schlimm, ne? Du kommst hin, hast gute Laune und dann ist so eine Geschichte, ein Mensch hat diese Macht, dir deinen Tag zu versauen. Das ist echt hardcore. Naja, ich werde mich auf jeden Fall bei GLS beschweren und mich da richtig beschweren, weil ich finde, sowas geht gar nicht. Also wenn jemand wirklich mental nicht fähig ist, so einen Shop zu leiten oder so, kannst du nicht machen. Also kann ja nicht sein, dass ich Personenschutz brauche, um ein Paket abzuholen. Ne? Vor allen Dingen, weil ich den Typen schon kenne und seine kurze Zündschnur echt schon kenne, weil wie gesagt, ich bin da häufiger leider und vor mir halt immer Leute und ich krieg das jedes Mal mit, wie jedes Mal. Das ist immer derselbe Ablauf. Seine arme Frau, die hat ihn dann noch, als er sich mit mir prügeln wollte, hat sie sich so dazwischen gehalten und ich stehe die ganze Zeit nur so am Eingang drin so, is this really happening? Und einfach so ganz weirder Shit. Also wirklich. Alter, das habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist typisch Berlin leider. Das ist diese Unfreundlichkeit, das ist typisch Berlin. Das muss man leider sagen. Ansonsten mag ich Berlin sehr, aber dass die Leute hier so mit einem umgehen und einfach sowas wie Hurensohn, einfach sowas in einer Service-Situation jemanden Hurensohn nennen, während du ihm noch quasi das Paket suchst, weshalb er da ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die Welt geht vor die Hunde und ich weiß nicht, wer schuld ist. Social Media in dem Fall nicht, der war zu alt für Social Media. Weiß auch nicht genau, ob das unbedingt, war jetzt auch nicht seine Hauptsprache oder so, also ich hatte schon das Gefühl, dass der auch nicht alles immer verstanden hat, aber dann denke ich mir, ey, ich kann dir doch auch nicht helfen. Hier ist doch schon die Adresse. Mehr kann ich doch nicht machen, als sie dir zeigen. Vielleicht brauchen die Hieroglyphen oder so. Ich weiß es nicht, da muss man sich dran gewöhnen. Berlin gibt es halt nicht in freundlich. Oh Leute, das hat mir richtig gerade den Tag versaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin noch richtig aufgeregt, richtig kirre, weil das sind immer so Momente, wenn ich ich fange gleich an weiterzuspielen, aber wenn ich eine fucking andere Zündschnur hätte, als ich sie habe, ich hätte mich mit dem halt geprügelt. Ja, was hat er dann da gewonnen? Also, am Ende verliert doch er seinen Shop. So, weil ich nicht glaube, dass das für ihn gute Presse sein wird, beziehungsweise glaube ich nicht, dass das GLS gefallen wird, wenn das dann halt zu einem Thema wird. Und der ist aber jedes Mal so kurz davor. Ich könnte euch schwören, in 2 Wochen habe ich eine neue Geschichte, wo wieder mir jemand was zu dem hingeschickt hat und ich wahrscheinlich wieder irgendwas beobachte. Also ich bin wirklich fasziniert mittlerweile, was hier teilweise für Leute arbeiten und das Arbeiten ändern. Also wow. Ja, ich höre jetzt auf. Sorry, aber wirklich glaubt mir bitte, ich war eben noch in Monkey Island City, dann Gemecker von Rocket Beans, zu Recht, weil ich das ja schon jetzt gestartet habe. Gemecker von Devolver. Und das auch nicht knapp. Der Döler hat mich terrorisiert. Weil Ärger. Gemecker von Instinct, weil die gemerkt haben, Gemecker von Devolver. Und ich mittendrin gehe dahin, will mein Paket holen. Also es ist eine ganz schlimme Situation gewesen. Ich bin sehr froh, dass das heute anders lief. Das Krasseste ist aber wirklich, dass die am Ende behauptet haben, nachdem ich 5-6 Mal meine Adresse genannt habe, ich weiß doch, wo ich wohne. Und selbst nicht mal, also ich habe es kein einziges Mal falsch gesagt, aber selbst wenn ich es einmal falsch gesagt hätte, ich habe es noch 4 Mal gesagt und meinen Pass gezeigt. Mehr kann ich nicht machen. Und dann wollten die mir erzählen, oder eher sie nicht, weil sie ist, glaube ich, ein bisschen smarter als er, aber er wollte mir erzählen, nee, sie hat das falsch gesagt. Du hast das falsch gesagt. Nein, hast du nicht gesagt. Und dann denke ich, ja, aber warum steht denn dann warum steht die eine Straße mit der Hausnummer hier und die anderen mit 4 Hausnummern weiter stehen ganz da unten? Das ist doch nicht euer System, oder? Ihr habt doch hier Straßen. Es müsste doch eigentlich da oben stehen, wenn es so wäre, wie du sagst. Die haben es einfach falsch einsortiert. Irgendwo da hinten offensichtlich sortieren die alles falsch ein. Sonst hätten die nicht jedes Mal so einen Terror. Falsch gesagt. Naja, lass dir doch mal einen echten Scheißhaufen schicken an den GLS-Shop. Das ist eine gute Idee, ne? Nee, sowas, ich denke immer nach, man ist in diesen Momenten ja immer in so einem Rachemodus und will natürlich irgendwie
empfundene Schmach nicht rückgängig machen, aber aufwiegen mit irgendwas Eigenem. Jedes Mal gehe ich so diese Ideen durch und denke mir, nee, machst du nicht, kannst du nicht machen, sei einfach der Größere, sei der bessere Mann. Lass dich doch von diesem alten, dicklichen Paketpapst jetzt nicht voll fertig machen. So denke ich mir jedes Mal. Okay, läuft die ganze Zeit die Musik, ne? So, wir müssen jetzt, aber ich habe nichts gemacht am Ende und ich habe auch nichts vor, aber es hilft mir, Tipps von euch zu hören, weil ich mir denke, ja, das hätte ich machen sollen, das hätte ich machen können, aber meine Erfahrung ist, das Beste ist, solche Leute in ihrer eigenen Scheiße gären lassen, weil ganz im Ernst, dieser Mann ist mega unglücklich, das geht gar nicht anders, seine Frau ist, ich weiß nicht, warum sie noch mit ihm zusammen ist, weil ich meine, ich habe das jetzt schon zweimal mitgekriegt, dass sie sich zwischen ihm und einem Kunden stellen musste, weil der Schläge androhte. Und du denkst, das kann doch nicht euer Ernst, das kann nicht der Modus operandi sein für diesen Paketdienst, dass du jedem Schläge androhst und deine Frau sich immer dazu... Ich stelle mir vor, wie muss das für sie sein? Die muss ja quasi alle 15 Minuten, muss sie so ihren heiß gekochten Ehemann wieder irgendwie aufhalten, während der irgendwie sich um Kopf und Kragen redet. Also absolut hardcore. Manchmal bin ich echt enttäuscht von Menschen. Also das ist wirklich eine Sache, die muss ich echt noch lernen, dass mich sowas nicht so sehr berührt, dass ich da einfach Berliner-mäßig sage, fuck it. So, mal auf andere Gedanken bringen. Danke Notogoro und danke an alle, die jetzt da sind. Tut mir leid, dass ich euch jetzt mit so einem Thema begrüße, aber ganz im Ernst, es muss raus. Wenn ihr das als Video seht, könnt ihr einfach drüber spulen. Okay, zockst du das auch mit RBTV oder wie? Ja. Ich spiele das jetzt nur an, keine Sorge. Also ich werde das jetzt auch nicht in Konkurrenz zu Rocket Beans spielen oder so. Das ist ja Quatsch. Ich habe das ja schon angefangen, aber es ist heute rausgekommen. Ich wollte es zumindest mit euch mal spielen, euch ein bisschen in den Anfang einleiten, mit euch so ein bisschen die Nostalgie-Luft schnuppern und dann wäre ich schon zurückgekommen zu Rocket Beans. Und wie gesagt, da findet ihr es ja ab jetzt die ersten 2 Stunden. Also hier spielen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Könnt ihr direkt zum Video übergleiten und da dann weiter gucken, weil da haben wir noch weiter gespielt. So. So, jetzt habe ich das erstmal verarbeitet. Vielen Dank für eure Geduld. Und jetzt geht's zurück ins Spiel. Hier sind wir noch bei der Voodoo-Meisterin. Ihren Namen habe ich leider schon wieder vergessen, weil er auch so belanglos war. Ja, aber darum ging es ja auch, dass er belanglos ist. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Okay. Hier habe ich irgendwo da eine Quizkarte. Ganz wichtig. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Doch, Kenny51. Ihr Name wurde vorhin im Gespräch gesagt, aber ich habe es original wieder vergessen. Aber darum ging es auch, dass Ihr Name sehr vergesslich ist. Vergessenswert. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used.
product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Okay. Hier ist ein robuster Tresor mit 5 Schlössern. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Hier, das finde ich super. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Weil wir haben uns ja vorhin erinnert, dass einer der Chefentwickler von Zack McCracken hier auch verantwortlich ist für das Spiel. Und das ist natürlich von Zack McCracken, einer der Kristalle. Also ich mag das sehr, dass hier alle Beschriftungen so wundervoll gemacht wurden. Dass man irgendwie immer ein bisschen mehr sieht, What's this thing? It's a als nur den forgiveness Namen. frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Oh. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Okay, wir haben einen Vergebungsfrosch. Wir haben, was ist denn noch neu? Das sehr scharfe Messer. Und hier, die treue Pferderüstung. Die ist natürlich nur der Vorbestellerbonus, der aber hier gar nichts bringt. Und immer wieder schön finde ich diese Quizkarten. Es muss man nicht machen, aber ich finde es irgendwie nice. Welches der folgenden Bücher findet sich nicht in Carlas Bücherregal? Das kann ich nicht sagen, denn ich weiß es nicht. Hey, Wally! Well, 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 look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned, and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island? Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. Well, I was hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. Danke, Sarge, für dein Abo. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir spielen heute nur ein bisschen, nicht so lange. Ich muss gleich noch zum Zug. Aber ich wollte zumindest mal hier den Anfang nochmal mit euch zusammen einspielen. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Cartographing. Okay, hier ist das Monokel, ne? Ist das das alte oder neu? Only way less convenient. Ich glaube, er hat ein neues. Wir haben ihm ja in Monkey Island 2 das Monokel geklaut. Das war ja ein großes Problem für ihn. Look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. Nicht nochmal. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Ja, der hat daraus gelernt.
Hier kann man sich natürlich viel Kram angucken. Ich überlasse das aber jetzt euch und eurem Gameplay. Ich habe es ja auch schon in dem Let's Play mit Ede gemacht, dass ich euch wirklich ans Herz lege. Ich werde hier dann später aufhören. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Ich glaube, hier war der alte Dude mit dem Haken. Ne, auf jeden Fall der alte Dude, der dann immer zu dem Schwertmeister gelaufen ist. Und wir sind ihm hinterher, damit wir den Weg gefunden haben. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. The note says, forced to close. Ja, okay. Hier kennen wir natürlich auch but cash would have been better. Die Gasse, wo wir ja wissen, das ist immer noch dasselbe alte Plakat. Oh, hier ist eine Karte. Hier wissen wir ja, hier geht es eigentlich quasi in die Servicegänge von Monkey Island 2. Ich werde es nie wieder vergessen, aber das Schöne ist, für mich gehört das jetzt ja wirklich auch zu der Lore dazu. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Das sind wirklich sehr schöne Erinnerungen an alles und ich finde die Grafik mittlerweile echt toll. Wie gesagt, bei den Figuren kann man sich nochmal drüber streiten, aber das ganze Setting, der Style, der gefällt mir sehr gut. So ein bisschen wie Day of the Tentacle. Chief und Chap. Finde ich gut. Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Das finde ich sehr gut. Das finde ich schön, dass sie sich da auch ein bisschen drauf beziehen. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway, for old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. Ja, und Pakete im Paketshop gefangen nehmen. In Geiselhaft nehmen. I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. We'll accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night.
I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Sehr gute Frage, finde ich, von War Daddy. In welcher Reihe sollte man die Spiele spielen? Watch your boots in here, son. It's like a swamp. Without the clean parts. Oder kann man einfach das Spiel hier anfangen? Du kannst auch einfach hier anfangen. Es gibt natürlich schon Callbacks, aber es gibt auch so ein, wie nennt man das? Naja, so ein Fotobuch, so ein Fotoalbum, in dem man sich so ein bisschen informieren kann, was passiert ist. Aber es ist überhaupt nicht so, als ob man das wissen müsste. Außer halt, dass er Pirat ist und Elaine seine Frau ist und LeChuck seine Nemesis. Hey, Und Stan ist natürlich der freundliche Gebrauchtschiffverkäufer von nebenan. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Okay, don't worry about it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters, it's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Es gibt leider keine deutsche Sprachausgabe Woodstock. Ich finde aber die Synchro, also nicht die Synchro, die Sprachausgabe an sich ist super und die Synchro auch. Was ich meine ist, dass die deutsche Übersetzung aber auch sehr schön gelungen ist, finde ich. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Ich glaube immer noch nicht, dass Stan vor Gericht damit durchkommt. Ich glaube, weil ich glaube, der ist so der typische Better Call Saul Dude. Der hat ganz viel Dreck am Stecken, ganz sicher. Die Frage ist nur, ob sie es wissen oder nicht. Oder ob er sich rausreden kann. Sicherlich kann er es versuchen. Er hat immer eine gute Chance, sich rauszureden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er es diesmal schafft. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Aber sie sollten es. Sie sollten es tun. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whenever you want because it doesn't mean anything specific. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. See you later. Yep. Okay, das ist Stan und Otis, die wir beide schon kennen. Das ist natürlich für die Leute schade, die das zum ersten Mal spielen und die Vorgänger nicht kennen. Ist natürlich... Ah, ich muss vorher noch hier was machen. Ist natürlich... Hey, Guybrush! Hey, kid! Ist natürlich irgendwie...
bisschen unbefriedigend, wenn man die ganze Geschichte nicht kennt, aber die Charaktere erklären sich auch so ein bisschen immer wieder aufs Neue selbst. Insofern ist es, finde ich, völlig okay, auch hiermit anzufangen. Alle Monkey Islands sind toll. Ich finde sie alle empfehlenswert. Kann man eigentlich nur, genießen. So, ich habe die Nummer jetzt abgelesen von dem Schloss, um mal zu suchen, ob ich hier nicht was vielleicht machen kann. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes they did, yes it was, and they really, really wanted me to follow in the family business. Wirst du das auch noch mit Ede durchnehmen? Ja klar, Tuxedo. Ich werde, wie gesagt, hier jetzt gar nicht weiterspielen, außer eben diese eine Session. Und danach könnt ihr bei den Rocket Beans unser Duo-Let's Play angucken. Ich werde auch jetzt nach Hamburg fahren und werde dann da weiterspielen und alles einspielen mit dem Ede. It's really clean in here. Do you have a mop I could use? I simply don't allow filth to accumulate in the first place. Try somewhere a little less sanitary, like the bar by the docks. Da werde ich gleich nochmal hingehen. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary, just information. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Ja, aber die steht doch vorne drauf. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Nein, es soll keine deutsche Synchro geben, lieber Graffiti und Tarantino. Ganz viele Leute fragen das, aber es gibt keine deutsche Synchro. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. All at once? Well, how does that work? No idea. It's just a story. But I guess you'll find out soon enough. Das glaube ich auch. Tell me again about how to have Nein, oh, das wollte ich nicht. You bring me this. It's pretty. Ja, habe ich gerade mal abgekürzt. Okay, ich denke... Try not to touch anything. I've got a system. And I don't like it disrupted. Okay. Ich denke doch, dass ich die Nummer habe. Da ist sie nämlich. Und ich lasse da gleich mal einen Schlüssel anfertigen. Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Okay, da ist der Schlüssel. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Eine weitere Quizkarte. Und natürlich werde ich mir einen Cracker holen. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Shit. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Na gut. Ich lasse die ganzen Sachen mal liegen. Was ist das hier? I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Okay. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. So, wir haben immerhin jetzt ein Rätsel mal gelöst. Hey, kid. Dauert auch nicht lange, da ist der Schlüssel. Word of advice, kid. Stick to the narrow straits. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Ich mag diese optimistische Einschätzung von Stan angesichts
seiner doch recht kniffligen Lage wäre ich da sicherlich anderer Meinung, aber es scheint für ihn ja zu funktionieren. So, dann gehen wir doch erstmal ins Haus der Gouverneurin. Leider keine Pudel, die man mit Fleisch betäuben könnte, Carla. nicht vergiften. Das ist die Schwertmeisterin, ne? Ja. Okay. Guybrush Threepwood. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. Anything but your cooking. Low-hanging fruit, but it works. It's nice to see you again. You too. I hope you're not still sore about that thing with the ship that one time. Ancient history. Oh, good. I can think of plenty of more recent things to hold against you. Oh. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? I'm not automatically involved with everything Elaine does just because we're married. I can see that. If it isn't about the scurvy project, why are you here? I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Wundervoll. Hier sind ganz viele Bücher, die muss man sich wahrscheinlich auch mal irgendwann angucken. Da ist ja auch ein Ende der Planke. Offensichtlich mag das jeder. It's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Klingt so ein bisschen wie meine Geschichte. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Nimm irgendwas mit. It's a lot of work being governor. Ich könnte jetzt natürlich auch noch weiter mit ihr reden. Aber dazu muss ich, glaube ich, noch einige Dialoge freischalten. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Denn, Governor stuff. aber da kommen wir später noch dazu. Sie will auch noch was von mir. Hier gibt es auf jeden Fall auch noch eine Quest, die ich machen kann. Aber das werden wir jetzt nicht schaffen. Das könnt ihr euch in dem Looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Finde ich auch schön, dass diese Vorstellung, dass dieses Porträt so lange gedauert hat und sie ihm dabei den Pinsel aus der Hand schlägt. Finde ich sehr schön. Ja, hier gibt es noch ein paar Rätsel, die werde ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ihr könnt euch aber alles gerne in Ede und meinem Let's Play angucken. Gibt es ja jetzt schon auf Rocket Beans. Hier ist die Werft. Wir wollten ja noch was für Stan holen. Und auch geil, diese alte Karte nochmal zu sehen. Worse than I imagined. Alles so, wie man es gelassen hat, ne? The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Da ist die alte Zahnbürste, die Stan gerne hätte. Wir haben aber jetzt nichts, was wirklich hilft, oder? I don't want to wreck my brand new shiny knife. Okay. Hier können wir scheinbar noch nichts machen. Machen wir ein andermal. Hier ist der Wald. Da wissen wir ja, kommen wir nicht weiter. Haus der Gouverneurin, obere Straße, LeChucks Schiff und der Ausguck. Okay, dann gehen wir doch nochmal in die Stadt.
Ich könnte mir vorstellen, also wir waren zumindest noch nicht, wir brauchen ja einen Mob, wenn ihr euch erinnert. Den haben wir ja noch nicht. Kurz einmal nochmal rüber auf die andere Seite. Was ist denn hier noch? Gefängnis waren wir, Schlosser waren wir. Der Gemischtwarenladen hat nicht auf. Sie brüllt immer irgendwas runter. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Once you have a key, you've got to open the door. Ich glaube, dass vieles davon wichtig ist, aber alles ist so ein bisschen verrätselt. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Ach, das ist einfach schön. Man läuft hier gerne rum. Es ist so klein, übersichtlich. Man weiß, niemand mag einen, aber es ist uns auch egal. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Okay, er ist natürlich auch immer noch da, Cobb. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Wenn wir Monkey Island finden, willst du mitkommen? I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Lieber Dingleberry Bob, ich lese deinen Text, ne? Du beschwerst dich, dass du bei Nils geblockt bist. Weil hast du irgendwas geschrieben über... also ich sehe ja, was du geschrieben hast. Ich nehme an, das wurde halt einfach aus Sicherheitsgründen dann einfach geblockt. Ich bin mir sicher, du kannst mit den Moderatoren nochmal reden. Ich bin natürlich hier der Falsche. Aber Dingleberry Bob werde ich mir merken, uns gegebenenfalls auch nochmal den Moderatoren von Nils, mit denen ja euch auch zum Teil zu tun habe, nochmal sagen. Ich denke, das lässt sich sicherlich irgendwie regeln. Wir wollen ja auch niemanden blocken, der irgendwie eigentlich nur einen Witz machen wollte, aber man weiß ja nie, wie was gemeint ist. Da ist sicherlich auch nur irgendwas in den falschen Hals gekommen. Nimm's ihm nicht übel. So, oder den Moderatoren nicht übel. Die machen auch nur ihren Job. The place does seem different from what I remember. It's this new, younger Danke, generation Nesis, of dass du dich pirate drum kümmerst. leaders. Das Oh, ist super they're nett. highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. Ich werde ihn nicht über Loom fragen. Das Nice talking to you. habe ich schon gemacht. Das könnt ihr ja in eurem Playthrough mal machen. Aber das ist ja so ein bisschen sein Thema. It's those three clowns at the back table. Ja, mit denen möchte ich eigentlich gar nicht mich unterhalten. Gehen wir doch lieber mal in die Küche. Guybrush Threepwood, as I live and breathe. How have you been? Same old, same old. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote limes as a preventative. Achtet mal auf die Health Certificate im Hintergrund. Das finde ich super gut. Weil einfach ist ein halber Stern und der Rest sind so Klebesterne. Das ist wirklich wie bei Hauke. Bei Hauke in den Pen and Papers. Ungefähr so ist es hier. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. Ja, gibt immer Vor- und Nachteile. Grüße an Luther Matthäus, der gerade hier unserem kleinen Monsterreigen beigetreten ist. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey. Gute Frage von Suavelicious. Spielst mit Eddie auf dem Sender durch? Die erste Episode wurde ja heute hochgeladen und parallel auf deinem Kanal. Der Plan ist, hier nur anzuspielen. Ich höre jetzt heute auf, dann bin ich bis Freitag in Hamburg. In der Zeit spiele ich das mit Ede komplett durch. Und dann, wenn es gelaufen ist auf Rocket Beans, würde ich es auch nochmal bei mir weiterspielen. Aber der Plan ist, dass Ede und ich es auf Rocket Beans spielen. Und das wird auch, wie gesagt, so stattfinden. Wir haben ja, wie gesagt, schon 4-5 Stunden haben wir schon eingespielt. Ooh,
think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Er hat ja hier den Mob. Mir wurde ja schon gesagt, wenn ich einen Mob habe, kann ich bei LeChucks Trupp anheuern. Do you know where I can buy a mop? Vielleicht kann er mir helfen. Buy? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. Es ist hundertprozentig Lightsaber-Diskussion hier. With the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? Ich mag die Close-Ups. The wood Das ist is super. the heart of the handle. Mehr davon. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Doch, Blacksmith. Du hast das schon richtig verstanden. Natürlich werden wir, also das hier ist ein Teasing-Play und auf Rocket Beans gibt es dann das ganze Let's Play und wir nehmen es diese Woche noch zu Ende auf. Also du wirst das komplette Ding innerhalb der nächsten Tage nach und nach gestückelt finden. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Okay, das ist, also er will mir mit dem Mob Guess I'll do nicht it. weiterhelfen, What's aber wrong? immerhin. You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Vor allem, dass auch ihm völlig egal ist, was an dem Mob unten dran hängt. Hauptsache das Holz ist richtig. Ah, die I Schnur. think someone tried to secure a boat with this. Schön finde ich auch, dass die Holzmöwe weiter hier ist. Da war ja eigentlich eine Möwe, The hier war ja plaque das Rätsel says, mit dem in memory Brett. of looming seagulls of old. Ach, das war schön. Das finde ich gut, dass sie selbst an so Details wie diese Möwe gedacht haben, um die noch... Weil man erwartet sie irgendwie. Ich habe offen gesagt eine Möwe erwartet mit so einem Krückstock, mit so ganz alt, so grau und zittrig, mit der ich dann doch noch irgendwas machen muss. Vielleicht muss ich die wieder aufpäppeln oder so. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. So, okay, wir wissen jetzt also, was wir suchen. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. And you have a packet of stick-on stars. Ich versuche mal ihn zu klauen. Ich glaube, es geht nicht. Stay away from my mop. Nee, das war klar. Aber sonst habe ich alles, glaube ich. Zumindest jetzt an den Items, die hier in nächster Nähe sind. Mob haben wir natürlich immer noch nicht. Okay, also wir haben die Schnur. Kann man die entwirren? It's hopeless. Nee. Weiß auch nicht genau, wie ich das kombinieren kann gerade. Quizbuch, Frosch. Das ist auch, versuchen sich daran zu erinnern, warum ich einen Frosch bei mir trage. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. It's soft and extra fuzzy. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. Das ist besonders lustig, weil das ja der Vorbestellerbonus ist. This is awesome. Now I can open one of the jail cells. Was haben wir denn noch? Mob herstellen, Mobstiel, Baum finden im Wald, aber dazu muss man sich im Wald auskennen, deswegen komme ich da nicht durch. Quartiermeisterin erkennt mich und heuert mich nicht an. Okay, was haben wir noch? Das Geheimnis von Monkey Island. Okay, das ist
Das ist alles mehr oder weniger für mich gerade nicht nützlich. So, machen wir doch noch mal ein paar Minuten weiter, bis wir hier auch am Ende heute angekommen sind, denn ich muss noch nach Hamburg fahren. Leider. Aber ihr könnt ja bei Nils weiter gucken oder eben auch gerne auf Rocket Beans YouTube die Session mit Ede und mir. Da haben wir ein bisschen weiter gespielt, aber ich habe jetzt schon wieder vergessen, und ist ja auch eigentlich ganz gut, ne? Wieder vergessen, worum es eigentlich jetzt als nächstes geht. Honoring Melee Island's 27th Governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santa Catalina. So, hier war doch irgendwo noch ein Laden, oder? Ne, Maps and More, meine ich natürlich. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Schon komisch, ne? Irgendwie fehlt hier noch was. Ich habe das Gefühl, da fehlt noch ein Gebäude. Hier ist der Ausguck, da ist der Wald, Haus. Hier kann man halt überall noch nicht hin oder wird man vielleicht auch gar nicht mehr hinkommen. Was habe ich denn zum Beispiel... Ne, also hier brauchen wir irgendwie die Zahnbürste. Okay, die Zahnbürste ist hinter Brettern. Die Bretter kann man sicherlich abmachen, aber nicht mit den Items, die ich hier gerade habe. Gehen wir mal in den Wald, komm. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Ja, hier sind wirklich die ganzen furchtbaren Elemente eines jeden Rätselwaldes. Alles sieht irgendwie gleich aus und man muss halt erstmal den Weg finden. Ah, hier ist noch was. Seht ihr, das war nämlich das Gebäude, was ich noch gesucht hatte. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Stimmt, das war ja das Schwertmeisterhaus. Sie wohnt jetzt im Gouverneurs. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Gebäude. Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks? The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Das finde ich schon jetzt geil, weil das sind wirklich... oh, hier, das ist auch interessant. Das wird noch wichtig. Da haben wir ja vielleicht... Haben wir da nicht sogar schon was gehört von der Voodoo Lady? Auf jeden Fall ist das so eine ganz bekannte Augenklappe, die aber keine Macht mehr hat. Aber sie könnte sie theoretisch, wenn ich sie ihr besorgen würde, könnte sie die quasi wieder ausstatten mit Energie und dann hilft das mir sicherlich. Die Vitrine öffnen, das wird alles nicht klappen. So, und das sind alles Sachen, die wir aus unseren Abenteuern kennen. Selbst dieses dämliche Ruder hier. That's a nice oar. The one with the coffin. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Okay, und so geht's jetzt weiter. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Das zum Beispiel haben wir damals gebastelt, um sie in den Knast zu bringen. Das war eigentlich unser Fahndungsplakat. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Da weiß ich, What's ach this ja. melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew.
Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Und so geht's die ganze Zeit weiter. Das Einzige, was wir eben, was nicht mit uns zu tun hat, ist das hier. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Vielen Dank nochmal, Dr. Dre666, für die verschenkten Abos jetzt auch noch. Da freut sich die Community doch sehr darüber, oder zumindest ein paar Leute. Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. Kommst gegen ihn nicht That's an. not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Dann kannst du auch nichts erwarten, würde ich sagen. Okay, wir haben hier noch den Wachpapagei. Ach so, der passt auf. Ne? That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Okay, 2 Sachen noch. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Hommage, ne, an den Drake-Mythos Oh, von Uncharted. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me. It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Komplett unnötig bist du. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Ja, der war natürlich auch, vielleicht ist es sogar sein Papagei, der war natürlich auch mit uns auf Tour. Jetzt haben wir, glaube ich, alles abgefragt. Zettel auch noch hier, okay. Ah, da ist noch ein Lagerraum. Darf ich da rein? Geil. Cracker. It's Cracker Mix. Some assembly required. Und eine Quizkarte nehme ich auch noch mit. Ist hier sonst noch irgendwas Sinnvolles? Die Haken wären nicht schlecht, um die Bretter abzureißen, aber ich glaube, mehr ist hier nicht, leider. Das war auf jeden Fall eine gute Beutetour, finde ich. Wir haben ein bisschen was bekommen. Zumindest haben wir ein bisschen Crackerfutter bekommen. Especially fortified for the healthy parrot diet. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Kann ich denn jetzt dem Wachpapagei auch was geben? Weil das dürfte er eigentlich nicht, während er auf der Arbeit ist, ne? It doesn't seem interested. Pff, welcher Papagei ist denn bitte nicht an Crackern interessiert? Okay, wir haben jetzt fast jede Location uns einmal angeguckt, außer eben hier in der Werft haben wir irgendwie noch nicht richtig das Rätsel lösen können. Vielleicht muss ich auch noch mal... The window's all boarded up and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Irgendwas brauche ich noch. Eine lange Grabschand, eine automatisierte Grabschand, irgendeine Form von...
Angel vielleicht hier mit der Schnur. It's hopeless. Nee, ne? Darf man nicht, okay. Hätte ja sein können. Oh, hier ist ja sogar was. Eine seltsame Masse. Den nehme ich natürlich mit. Und ein Eimer? Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Ah, okay, das nimmt er nicht mehr. Aber ich habe den Schwamm. Tja. Ein letztes Mal gehe ich noch durch die Stadt, dann hören wir heute auf, weil sonst kriege ich meinen Zug nicht mehr. Aber ihr könnt, wenn ihr ab hier weiter gucken wollt, natürlich jederzeit bei Rocket Beans das Let's Play angucken. Das ist auch das einzige von mir, was es in nächster Zeit geben wird, zusammen mit Ede. Ja, und dann hoffe ich doch mal, dass wir uns da besser durchrätseln, als ich jetzt hier alleine. Wobei ich schon einige Sachen erreicht habe, aber hohe Flasche, irgendwo hier brauche ich noch was, um diese Bretter wegzubekommen. Aber wo? Ah, da ist noch eine Karte, ne? Not for me. Not for me. Looks like it's been there forever. Everything's spilled out of it in a puddle. Ich glaube, hier haben wir auch alles mitgenommen, was man so gebrauchen kann. Where can I get my hands on some dark magic? Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Will I succeed? Achievement depends mostly on the definition of success. Got any other mystical advice or information for me? No. Okay. Zum Glück bin ich nochmal hergekommen wegen der Karte, safe with 5 keyholes. die ich jetzt so Alas, the mitgenommen habe. safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Okay, for safekeeping. Wir werden uns den schon holen. Nur ein letztes Mal noch gucken, ob ich hier nicht vielleicht doch irgendwas für die Bretter finde. Noch ein Monokel. Na, wir haben ja schon eins, ne? Nee, hier ist nichts. Das gibt er uns ja alles nicht. Im Gefängnis war aber auch nichts mehr, glaube ich. Mal gucken, ob ich dem anderen Papagei Cracker oder sowas Jail geben is kann. like a bad breakfast. Small. Hello, So. Mr. Brush. Hi there. Ich glaube aber nicht. Der Schwamm. It doesn't seem interested. Oh, keiner will die Cracker. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Jetzt ist noch wichtig, zum einen hier das Buch, das wird sicher noch wichtig, weil es ja von ihrer Mutter ist, die wiederum hier mit verbandelt ist. Es sind 5 Schlüssel. 5 Schlüssel sind auch bei dem Safe direkt gegenüber. Also das hat doch eindeutig irgendeinen Zusammenhang. Kann mir doch keiner erzählen. Ja, aber viel mehr ist hier nicht mehr. So, wir kommen jetzt hier langsam ans Ende. Ich bin jetzt 2-3 Mal durch die ganzen Locations gelaufen. Ich weiß, dass wir, also Ede und ich, schon ein bisschen weiter waren. Aber mir fehlt irgendwie ein Item, glaube ich, noch auch, um die Bretter wegzukriegen. Was man machen kann, ich zeige es euch nur mal, ne, ist dieses Hinweisbuch öffnen. Wo kann man hier vielleicht... Mob? Was möchtest du wissen? Ich weiß es nicht. Wie kann ich den Mob-Stilbaum finden? Ein Geschäft, das dir helfen kann, Dinge zu finden. Halte Ausschau nach dem Kartenladen. Wally kann dir eine Karte machen. Das habe ich aber doch schon gemacht. Naja gut, dann machen wir das noch. Also ich dachte, das hätte ich eigentlich schon gemacht. Dann ist das Letzte, was wir noch machen. Einmal mit Wally reden. Aber so viel kann ich sagen, bisher sind wir noch nicht hier runtergekommen. Es gibt auf jeden Fall noch ein längeres Rätsel, was uns, Ede und mich, ganz schön lange beschäftigt hat. Hey, Wally. Ah, da I'm ist looking das for a hier. tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay.
Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Also, ein Stück Holz vom Mob. Jetzt, mein Problem ist, dass ich nicht genau weiß, ob er damit Holz meint von dem Baum, zu dem er die Karte malt, weil das wäre ja Quatsch. Oder ein Stück von dem Mob des Barbesitzers. Oh, da ist auch noch ein Gespräch. Ja, machen wir gleich noch. Den sauber aussehenden Piraten gucken wir uns auch gleich noch an. Weißt du, wenn hier irgendwo ein Splitter oder so wäre. It's definitely a mob. Ein Stück Holz. Nee. Stay away from my mom. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Ja. Das ist auf jeden Fall eines der Rätsel. Wie wir sehen, ist ein neuer Gast in der Bar. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Ja, okay. Also es ist, wir wir wissen nicht sehr viel, außer dass es im Haus des Gouverneurs das Essen gab, was ihm so gut geschmeckt hat. Gehen wir doch nochmal kurz hin. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. Oh, der Typ ist fantastisch. Die Sprachausgabe. But it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Yarr. Der Albtraumkunde. Okay, also wir wissen jetzt recht viel über dieses Problem. Vielleicht kann man ja sogar wirklich nochmal schnell noch dorthin gehen. Danke Gecko Skill für deinen Support. Ist das House of Mojo, wir wollen zur Governor und wir haben die Zeit nicht, tut mir leid. Aber ihr könnt ja gleich noch, wie gesagt, Nils helfen, der ist jetzt auch noch dabei, der ist wahrscheinlich noch nicht, also vielleicht so weit ist er schon, aber der ist sicher noch nicht so weit wie Ede und ich. Oh, eine Karte. I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Leider haben wir jetzt immer noch nichts bekommen zu dem Thema, aber immerhin wissen wir hier, dass es ein Buch gibt namens Zutaten. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Okay, jetzt noch ein letztes Rätsel. Da könnt ihr jetzt die ganze Woche noch drüber nachdenken, bis ich das irgendwann dann entweder mit Ede oder alleine dann zu Ende gespielt habe. Also erst mit Ede, dann alleine. Und zwar, wir haben hier diesen Frosch und das ist ein Entschuldigungsfrosch und wir können ihm mit dem Stift, können wir jetzt eine Entschuldigung auf diesen Frosch schreiben für sie. Das Problem ist, dass man alles richtig machen muss. Tut mir leid, dass ich das Buch verloren habe. Sorry for losing the book I borrowed. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut. Oh, ja, das ist nämlich ihr Wahlslogan. I admire that you are hard on softness. Aber da weiß ich leider überhaupt nicht mehr. Portobello, Port Elizabeth, Santa Catalina, Santa Domingo. Ich weiß nicht mehr, wo die herkamen oder wo wir hingegangen sind. Ich mach mal Santa Catalina. As shown by your actions at Santa Catalina,
Please accept my humblest apology. Ich glaube, dass das nicht I've implemented funktionieren a wird. reminder system for myself. Aber es ist ein guter Frosch. Es ist ein ernst gemeinter, ehrlicher Frosch. I don't really have anything to say. Ach komm. I just like doing Na this. gut, dann muss ich den Frosch halt hier nochmal in die Hand I'm drücken. busy these days. Governor stuff. So, ich zeige das jetzt auch nur, um zu zeigen, dass es nicht geht, auf die Art, wie ich es gerade ausgeführt habe, glaube ich. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Da wird sich der Ede aber freuen, dass ich das noch rausgekriegt habe. Santa Catalina It's war a das cookbook. richtige Ding. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Nimm es! Can I borrow this cookbook? Ich sag einfach ja! You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Er wird es nicht zurückgeben. Wir alle wissen es, er wird es nicht zurückgeben. Okay, jetzt hören wir aber auf. Ich verpasse hier wirklich meinen Zug, aber es macht so einen Bock und ich will eigentlich gerne noch weiterspielen, aber ich habe ja auch Ede versprochen, dass wir jetzt nicht weiterspielen als das Video, was wir zusammen gemacht haben, ist ja auch klar. So, kurz nochmal zur Erklärung, ein letztes Mal. Ich sag's gerne nochmal. Wir hören jetzt hier auf. Warte mal, das Buch. Zutaten, ne? Wir hören jetzt hier auf und dann werde ich irgendwann weiterspielen, wenn alle Videos auf Rocket Beans Let's Play erschienen sind. Also ihr solltet, wenn überhaupt, dann die Videos mit Ede und mir gucken oder die Videos von Nils, der macht das ja auch. Gregor spielt es auch. Also ich meine, jeder spielt dieses Spiel. I found this at the governor's Also macht station. das ruhig bitte, aber ich warte erst, bis alles durch ist und dann mache ich meinen Rest zu Ende. Must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. Okay, jetzt haben wir immerhin das geregelt. Was uns das bringt, weiß ich aber auch nicht. Also was uns das bringen soll. This will be excellent. So, dann speichere ich mal. Das muss reichen. Speichert er so? Muss man mal gerade gucken. Ja, er speichert so. Okay, Leute. Es ist ein fantastischer Titel. Er macht von Anfang bis Ende Bock. Ich hoffe einfach nur, euch hat es auch Spaß gemacht. Tut mir leid, dass das so eine zusammengestückelte Geschichte war. Ich musste unbedingt dieses Paket abholen und mich mit jemandem beinahe prügeln. Das war eindeutig wichtiger, als mit euch hier einfach durchgängig Spaß zu haben. Wir hören jetzt hier, wie gesagt, auf und ihr guckt am besten bei Rocket Beans weiter. Ich fahre jetzt nach Hamburg. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns unter der Woche vielleicht auch nochmal. Da spiele ich dann aber was anderes, um nicht Rocket Beans in die Quere zu kommen. Aber ich wollte zumindest einmal mit euch so ein bisschen anspielen. Das muss man mir schon lassen. Da habe ich Bock drauf. Ja, nochmal sorry an Devolver. War nicht böse gemeint. Der Döler ist ein ganz lieber. Gut, dass das jetzt keinen Ärger gegeben hat. So ist das halt, wenn man dann jemanden kennt wie Döler, der solche Fehler auch schon mal gemacht hat und schlimmere. Dann weiß man, dass es einem nicht allzu übel genommen wird, weil man weiß, sowas kann passieren. Ich sage euch jetzt Tschüss und hoffe, dass ihr jetzt noch bei zum Beispiel Nils vorbeischaut, wenn ich euch da jetzt gleich hinschicke. Nils Bomhoff Mario Kart ist nicht Monkey Island, aber ist auch gut. Dann geht doch jetzt alle zu ihm, grüßt ihn von mir, habt einen schönen Abend und wir sehen uns dann ja morgen bei den Rocket Beans und übermorgen vielleicht auch nochmal im Stream. Am Freitag bin ich wieder hier und abends bin ich dann auch wieder hier am Start. Ich muss aber so viel machen am Freitag herfahren, meinen Hund abholen und dann bin ich ganz alleine hier und dann machen wir mal einen richtig schönen Freitagabend uns. Ne? Bis zum Freitag. Ich freue mich über euch, auf euch, mit euch und jetzt rüber zu Nils. Okay, danke an alle, die jetzt dabei waren. Ich muss mich jetzt wirklich beeilen. Tolles Spiel, spiele ich weiter, aber erst wenn alles andere durch ist, habe ich jetzt mehrfach erklärt. Ich sag's aber eben immer wieder gerne nochmal. Ja, ich hoffe, ihr hattet irgendwie ein bisschen Spaß mit diesem Anfang. Mein Tipp, holt es euch selbst, spielt es selbst. Da macht ihr nichts falsch. Das Spiel hat Seele, Liebe, Style, Spaß, Humor, Rätsel, Kämpfe,
Skorbut. Da ist alles dabei. Da ist wirklich alles dabei. Sehr respektvolles Adventure, finde ich. Was sehr respektvoll, finde ich, mit der Geschichte an sich und den ganzen Drumherum und diesen verschiedenen Teilen von verschiedenen Publishern und so. Also mit all diesem Kram ganz gut umgeht. Haben sie, finde ich, sehr schön gemacht. Sehr gut gelöst. Und ich freue mich darauf, es weiterzuspielen. Morgen schon mit dem geliebten Ede auf Rocket Beans. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ich sag Tschüss und wir sehen uns dann am Freitag wieder hier auf dem Kanal. Jeden Tag gibt's aber trotzdem ein Video. Also könnt ihr auch morgen gucken. Ist sicher was da. Bis dann, Leute. Tschüss.